Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Heute schauen wir uns mal an, was es mit dem Paint Retarder genauer auf sich hat. Also, bis gleich! Ja, ihr kennt das sicher. Man hat ein Teil, das möchte man gern mit dem Pinsel lackieren. Also, man greift zur Farbe, trägt die auf. Und nach dem Trocknen merkt man aber, dass im Farbauftrag Pinselstriche drinnen sind. Um das zu verhindern, das ist relativ einfach und wie, das zeige ich euch heute. Es gibt ja von einigen Herstellern sogenannte Paint Retarder oder Trocknungsverzögerer oder Flow Improver genannt. Diese Produkte heißen zwar verschieden, haben aber immer eines gemeinsam. Sie verhindern, dass die Farbe zu schnell auftrocknet und helfen dabei, dass sie sich gleichmäßiger verteilt. Ich habe hier exemplarisch für diese Produktpalette den Paint Retarder von Tamiya LP, also Lacquer Paints. Achtung, Lacquer Paints. Es gibt den nämlich auch für Acrylfarben, aber zu dem später. Tja, was habe ich jetzt da gemacht? Ich habe da was vorbereitet. Ich habe da Glanzschwarz aufgetragen. Und auf der einen Seite, so, jetzt sieht man es schön, ja. Da. Und auf der einen Seite sieht man, da habe ich diese Pinselstriche drin. Und das ist ja das, was wir nicht wollen. Deshalb habe ich im zweiten Bereich, das ist der da habe ich einen Paint Retarder benutzt. Und wie man da schön sieht, da sind die Pinselstriche nicht so stark ausgeprägt bzw. gar nicht vorhanden. Ja, natürlich verspricht das Marketing immer ein bisschen mehr, als was es eigentlich hält, aber ihr merkt da deutlich, dass das ist schwer zum Halten halt, dass es deutlich besser aussieht, wenn ich den Retarder nehme. Ich muss jetzt aber dazu sagen, ich habe die Farbe, da die unbehandelte Fläche, die ist nur verdünnt. Das ist einfach verdünnt worden und aufgepinselt. Der Bereich, der mit dem Paint Retarder, der ist nicht verdünnt, sondern da habe ich wirklich nur diesen Retarder beigemischt. Tja, was jetzt da mit dem Pinsel natürlich gut funktioniert, das geht auch mit der Airbrush gut. Dort spielen zwar die Pinselstriche nicht so eine Rolle, aber es gibt ja einige Farbtöne bzw. Farben von Herstellern, die speziell beim Auftragen mit dem Luftpinsel dazu neigen, recht schnell aufzutrocknen. Und dieser Umstand, der lässt sich mit solchen Produkten halt verhindern. Vorhin habe ich es kurz erwähnt, es gibt ja diesen Retarder auch für Acrylfarben. Das ist jetzt von Tamiya, ist das jetzt der, ist jetzt schon hellblauer Deckel, Acrylic steht da dabei. Und es gibt ihn auch schon fix fertig gemischt mit der Verdünnung. Und das bekannteste Produkt hier, das habt ihr auf meinem Kanal sicher auch schon gesehen, oder ich habe es einmal erwähnt, das ist der Mr. Leveling Thinner von Mr. Hobby. Da ist die Verdünnung und der Verdünner mit dem Retarder in einem guten Verhältnis schon fix fertig gemischt. Und da sind wir jetzt auch schon beim Stichwort. In welchem Verhältnis mische ich dieses Produkt der Farbe bei? Und da kann ich euch leider keine pauschale Antwort geben. Jeder Farbton hat so seine Eigenheiten. Teilweise variieren ja die Viskositäten, auch innerhalb der Hersteller. Und ja, da wird es halt einfach schwer. Ich nutze ja für meine Farben immer da diesen Löffel. So, und in diesem Löffel da vorne, da haben 2 Tropfen Farbe Platz. Und der Tropfen ist jetzt bei mir so, wenn ich da 2 Tropfen aus der Pipette nehme. So, und wenn ich jetzt 4 so Löffel habe, dann nehme ich einen, also 4 Löffel Farbe, dann nehme ich einen Löffel Paint Retarder.
Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen seltsam und kompliziert, aber ich habe mit diesem Mischverhältnis bis jetzt immer gute Ergebnisse erzielen können. Natürlich ist es ein Herumexperimentieren und daher wieder mein Tipp: benutzt solche Plastiksheets oder kauft euch auf irgendeinem Flohmarkt oder in der Fundgrube beim Modellbauhändler also einen billigen Schrottbausatz und da kann man dann dran üben. Tja, somit möchte ich jetzt auch gleich zum Fazit kommen. Paint Retarder, Sinn oder Unsinn? Für mich persönlich macht dieses Produkt eindeutig Sinn. Es hilft, einen schöneren Farbauftrag hinzubekommen, speziell wenn ich mit dem Pinsel arbeite. Es hilft aber auch bei der Arbeit mit der Airbrush, weil dort verhindert es mir, dass die Farbe zu schnell auftrocknet, was eventuell auch zu Rissbildungen führen kann. Und was ganz wichtig ist, habe ich vorhin gar nicht erwähnt, ist, diese Produkte verändern mir den Farbton nicht. Also Glanz, ihr habt es ja da gesehen, Glanz bleibt Glanz, matt bleibt matt und seidenmatt bleibt seidenmatt. Tja, wenn es jetzt zu diesem Produkt oder generell zu diesem Thema Fragen gibt, dann ab damit in die Kommentare und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in einer Woche wieder und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit und viel Spaß beim Modellbau. Tschüss!